Es ist ein bemerkenswert schweres, silbergraues Metall, das auf den ersten Blick vollkommen gewöhnlich und unscheinbar wirkt. Aber tief im Verborgenen seiner atomaren Struktur ruht eine unbarmherzige Macht. Es besitzt die schiere Kraft, eine ganze Metropole für Jahrzehnte mit Licht zu versorgen oder sie in einem einzigen blendenden Wimpernschlag von der Landkarte zu tilgen. Dieses Element ist 19-mal dichter als flüssiges Wasser und stellt das schwerste, natürlich vorkommende Material auf unserem gesamten Planeten dar. Doch für ein ganzes Jahrhundert nutzte die Menschheit dieses Wunderwerk der Natur für nichts anderes, als um einfaches Glas in einem hübschen Grünton einzufärben. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir analysieren heute, wie ein vergessenes Mineral aus den Bergen zum umstrittensten und mächtigsten Brennstoff der menschlichen Geschichte aufstieg. Wir klären, wie ein winziges Pellet in der Größe deiner Fingerspitze die rohe Energie von einer ganzen Tonne harter Kohle in sich birgt. Wenn du die verborgene Physik und die unaufhaltsame Kettenreaktion hinter dem Element mit der Ordnungszahl 92 verstehen willst, dann abonniere jetzt diesen Kanal. Unsere Reise in das atomare Zeitalter beginnt im fernen Jahr 1789. Ein brillanter deutscher Chemiker namens Martin Heinrich Klaproth experimentierte akribisch mit einem dunklen, bemerkenswert schweren Mineral, das in den Minen als Pechblende bekannt war. Klaproth gelang es durch unermüdliche chemische Prozesse, ein bis dahin gänzlich unbekanntes Element zu isolieren. Da der ferne Planet Uranus nur 8 Jahre zuvor am Nachthimmel entdeckt worden war, folgte er dem wissenschaftlichen Trend dieser Epoche und taufte seinen Fund kurzerhand auf den Namen Uran. Für die darauffolgenden 100 Jahre blieb dieses neue Element jedoch eine bloße Randnotiz in der industriellen Fertigung. Die Glasbläser und Töpfer nutzten es lediglich als billiges Pigment für Keramik und Gläser, um ein einzigartiges gelbgrünes Leuchten zu erzeugen. Niemand ahnte auch nur im geringsten, dass dieses sanfte Leuchten das unsichtbare Warnsignal einer physikalischen Macht war, welche das gesamte 20. Jahrhundert neu definieren würde. Die wahre, furchteinflößende Natur dieses Metalls blieb bis zum Jahr 1896 ein tiefes Geheimnis. In diesem Jahr legte der französische Physiker Henri Becquerel einige Uransalze in eine dunkle Schublade, direkt neben eine unbelichtete fotografische Platte. Obwohl diese empfindliche Platte sorgfältig in dickes, schwarzes Papier eingewickelt war, wurde sie durch unsichtbare, durchdringende Strahlen aus dem Uran unwiderruflich belichtet. Diese zufällige historische Entdeckung der Radioaktivität veränderte unser Verständnis der fundamentalen Physik für alle Ewigkeiten. Sie ebnete den direkten Weg für die legendäre Arbeit von Marie und Pierre Curie. Diese beiden Forscher erkannten unmissverständlich, dass Uran beileibe kein totes, stilles Metall war. Es war eine unerschöpfliche Quelle einer stetigen, mysteriösen Energie, die unaufhörlich aus dem innersten Kern seiner Atome strömte. Um zu begreifen, warum dieses Element eine derart beispiellose Macht besitzt, müssen wir seine physikalischen Zwillingsbrüder betrachten, die man in der Wissenschaft als Isotope bezeichnet. 99,3% des gesamten Urans auf unserer Erde bestehen aus dem Isotop Uran 238. Diese allgegenwärtige Variante ist chemisch stabil, reagiert träge und ist für unsere moderne Energieerzeugung weitgehend nutzlos. Aber tief in dieser Masse verbirgt sich ein winziger Bruchteil von exakt 0,7%, der den Namen Uran 235 trägt. Dieses seltene Isotop ist der spaltbare, magische Schlüssel zur uneingeschränkten nuklearen Herrschaft. Wenn man den Kern dieses spezifischen Atoms mit einem einzigen umherfliegenden Neutron beschießt, absorbiert er dieses Teilchen nicht einfach. Der Kern wird augenblicklich instabil und zersplittert mit unvorstellbarer kinetischer Gewalt in 2 kleinere Hälften. Dieser brachiale physikalische Riss ist exakt das, was die Wissenschaftler als Kernspaltung bezeichnen. Bei dieser Spaltung wird nicht nur eine massive Welle an glühender Hitze freigesetzt, sondern der zerrissene Kern spuckt gleichzeitig weitere, schnelle Neutronen aus. Diese neuen Neutronen rasen wie mikroskopische Projektile durch das dichte Material und treffen unweigerlich auf benachbarte Atome von Uran 235. Dadurch entsteht eine gnadenlose mathematische Kettenreaktion, die sich selbst unaufhaltsam und exponentiell antreibt. In einem winzigen Bruchteil einer Millisekunde spalten sich unzählige Billionen von Atomen zeitgleich und entfesseln eine Energiemenge, die den menschlichen Verstand schlichtweg übersteigt. Dieses hochkomplexe Material wird jedoch beileibe nicht als fertiger Brennstoff aus der Erde gegraben. Die beschwerliche Reise beginnt tief in den staubigen Minen von Kasachstan, Kanada oder den weiten Wüsten Australiens.
Das gebrochene Erz wird dort mit starken Säuren und ätzenden Chemikalien behandelt, um ein konzentriertes, leuchtendes Pulver zu erschaffen, das die Industrie als Yellow Cake bezeichnet. Aber dieses Pulver ist in seinem rohen Zustand noch längst nicht bereit für das Innere eines Reaktors, da es viel zu wenig von dem begehrten, spaltbaren Isotop enthält. Hier kommt der technologisch anspruchsvollste Prozess der gesamten Menschheitsgeschichte ins Spiel, die sogenannte Anreicherung. In gewaltigen, streng bewachten Hallen rotieren massive Gaszentrifugen mit der unbarmherzigen Geschwindigkeit des Schalls, um die schwereren und leichteren Atome physikalisch voneinander zu trennen. Für den zivilen Betrieb in einem kommerziellen Kernkraftwerk muss das Material auf etwa 3–5% angereichert werden. Für den Bau einer verheerenden militärischen Waffe benötigt man jedoch eine kompromisslose Reinheit von über 90%. Genau diese schmale technologische Lücke ist das Zentrum der globalen Geopolitik und der maßgebliche Grund für unerbittliche internationale Inspektionen. Um den schieren Supermaterialstatus dieses Elements zu begreifen, reicht ein kurzer Blick auf die blanke, unbestechliche Mathematik. Ein einziges, maschinell gepresstes Pellet aus Uran, das deutlich kleiner als deine Fingerspitze ist, enthält die exakt selbe Energiemenge wie 17.000 Kubikfuß natürliches Gas. Es ersetzt mühelos 149 Gallonen rohes Erdöl oder eine massive, schwere Tonne schwarze Kohle. In einem modernen Kernreaktor werden unzählige dieser winzigen Pellets in lange stählerne Brennstäbe gestapelt und in ein tiefes Becken aus reinem Wasser getaucht. Die unerbittliche Hitze der kontrollierten Kernspaltung bringt dieses Wasser zum Kochen und erzeugt reinen, unter massivem Hochdruck stehenden Dampf. Dieser Dampf treibt mächtige Turbinen an und generiert unseren Strom, ohne auch nur ein einziges Gramm schädlichen Kohlenstoff in die Atmosphäre zu blasen. Es ist der mit Abstand effizienteste Weg zur Stromerzeugung, den die menschliche Zivilisation jemals entdeckt hat. Aber diese grenzenlose Macht fordert einen beispiellos hohen, ökologischen und moralischen Preis. Der ausgebrannte, intensiv strahlende Müll aus diesen Reaktoren bleibt für viele 10.000 Jahre eine tödliche Gefahr für jedes biologische Leben. Zudem dürfen wir niemals das dunkelste Kapitel dieser technologischen Meisterleistung ignorieren, das ominöse Manhattan-Projekt. Im Jahr 1945 fiel die Atombombe mit dem Decknamen Little Boy auf die japanische Stadt Hiroshima. In ihrem Inneren entfesselte hoch angereichertes Uran ein infernalisches Feuer, das die Weltordnung für immer veränderte und eine brillante wissenschaftliche Entdeckung in das ultimative Symbol der Zerstörung verwandelte. Selbst die scheinbar wertlosen, abgereicherten Überreste der Industrie finden heute ihren Weg auf die modernen Schlachtfelder. Da Uran ungleich dichter ist als schweres Blei, formen die Rüstungskonzerne daraus unaufhaltsame panzerbrechende Munition. Diese Geschosse durchschlagen die stählernen Hüllen moderner Kampfpanzer mit der beängstigenden Leichtigkeit eines heißen Messers, das durch weiche Butter gleitet. In seinem natürlichen rohen Zustand ist Uran erstaunlich harmlos und strahlt nur bemerkenswert schwach. Du könntest ein solches Stück Gestein mit einfachen Handschuhen problemlos halten, ohne den geringsten Schaden zu nehmen. Die heimtückische Gefahr entsteht erst, wenn man den feinen Staub einatmet oder sich langfristig seinem unsichtbaren Zerfallsprodukt, dem unsichtbaren Radongas, aussetzt. Während wir heute verzweifelt nach einer zukunftsfähigen Welt ohne fossile Brennstoffe suchen, steht dieses silbergraue Metall erneut im unerbittlichen Zentrum der Debatte. Es ist ein wahrhaftiges Geschenk des Prometheus, das uns ein ewiges Feuer ohne erstickenden Rauch liefert. Aber wenn wir auch nur für eine einzige Sekunde die technologische Kontrolle darüber verlieren, sind die tödlichen Konsequenzen für unsere Erde permanent. Uran ist unweigerlich weitaus mehr als nur das Element mit der Ordnungszahl 92 auf dem Periodensystem. Es ist ein unbarmherziger Härtetest für unsere eigene menschliche Verantwortung. Es ist das Metall, das unsere kühnsten Träume von einer Reise zu fernen Sternen befeuert und gleichzeitig unsere tiefsten, dunkelsten Ängste vor dem ultimativen Ende der Welt verkörpert.